Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Es war einmal ein König, der in einem großen Wald auf die Jagd ging. Er jagte ein wildes Tier so schnell, dass keiner seiner Helfer mit ihm mithalten konnte. Als der Abend kam, hielt er an, um sich umzusehen, und stellte fest, dass er sich verirrt hatte. Er versuchte, den Weg hinauszufinden, doch es gelang ihm nicht. Dann sah er eine alte Frau, deren Kopf ständig nickte, als sie sich ihm näherte. Sie war eine Hexe. »Gute Frau«, sagte der König, »kannst du mir den Weg durch den Wald zeigen?« »Oh ja, mein Herr König«, antwortete sie, »aber du musst einer Bedingung zustimmen. Wenn du das nicht tust, wirst du den Wald nie verlassen und hier verhungern.« »Welche Bedingung?«, fragte der König. »Ich habe eine Tochter«, sagte die alte Frau, »die so schön ist wie niemand sonst auf der Welt und es verdient, deine Frau zu werden. Wenn du sie zu deiner Königin machst, werde ich dir den Weg aus dem Wald zeigen.« In seiner Verzweiflung stimmte der König zu. Die alte Frau führte ihn zu ihrer kleinen Hütte, wo ihre Tochter am Feuer saß. Sie begrüßte den König, als hätte sie auf ihn gewartet. Er sah, dass sie tatsächlich schön war, doch er verspürte eine seltsame Angst, als er sie ansah. Nachdem der König das Mädchen auf sein Pferd geholfen hatte, zeigte ihm die alte Frau den Weg hinaus, und er kehrte in seinen königlichen Palast zurück, wo eine Hochzeit gefeiert wurde. Der König war zuvor verheiratet gewesen und hatte mit seiner ersten Frau 7 Kinder, 6 Jungen und ein Mädchen, die er über alles liebte. Besorgt, dass die neue Königin sie schlecht behandeln könnte, brachte er sie in ein einsames Schloss, das tief im Wald versteckt war. Das Schloss war so gut verborgen, dass er es nicht gefunden hätte, wenn ihm eine weise Frau nicht einen speziellen Wollknäuel gegeben hätte. Als er ihn vor sich hinwarf, rollte er aus und zeigte ihm den Weg. Der König besuchte jedoch oft seine geliebten Kinder, und die Königin bemerkte, dass er zu oft weg war. Neugierig, was er allein im Wald trieb, bezahlte sie seine Diener gut, und sie verrieten ihr sein Geheimnis, einschließlich des magischen Knäuels, der den Weg zeigte. Entschlossen herauszufinden, wo der König den Knäuel aufbewahrte, nähte die Königin kleine Hemden aus weißer Seide und nutzte ihre Hexenkraft, um einen Fluch darin zu verstecken. Eines Tages, als der König auf die Jagd ging, nahm sie die Hemden und folgte dem Knäuel in den Wald. Die Kinder, die dachten, ihr lieber Vater käme, liefen fröhlich, um sie zu begrüßen. Dann warf sie jedem von ihnen ein Hemd über, und sobald die Hemden ihre Körper berührten, verwandelten sie sich in Schwäne und flogen über den Wald hinweg. Die Königin war sehr zufrieden, da sie dachte, sie habe ihre Stiefkinder losgeworden, aber sie bemerkte nicht, dass das Mädchen nicht mit ihren Brüdern gegangen war. Am nächsten Tag, als der König seine Kinder besuchte, fand er nur das kleine Mädchen. »Wo sind deine Brüder?« fragte er. »Oh, lieber Vater«, antwortete sie, »sie haben mich allein gelassen.« Sie erzählte ihm, dass sie gesehen hatte, wie ihre Brüder als Schwäne davonflogen, und zeigte ihm die Federn, die sie im Hof fallen gelassen hatten. Der König war traurig, ahnte jedoch nicht, dass die Königin dahinter steckte. Er wollte das Mädchen mitnehmen, doch sie hatte Angst vor ihrer Stiefmutter und bat ihn, sie nur noch eine Nacht im Waldschloss bleiben zu lassen. Das arme Mädchen dachte, ich kann hier nicht mehr bleiben. Ich werde meine Brüder suchen. In dieser Nacht lief sie in den Wald und wanderte die ganze Nacht und den nächsten Tag ohne Pause, bis sie zu müde war, um weiterzugehen. Dann sah sie eine kleine Hütte und ging hinein. Dort fand sie einen Raum mit 6 kleinen Betten. Sie wollte in keinem schlafen, also kroch sie unter ein Bett
und legte sich auf den harten Boden. Kurz vor Sonnenuntergang hörte sie ein Rascheln und sah 6 Schwäne durch das Fenster fliegen. Sie landeten, schüttelten sich und zogen ihre Federn ab, als würden sie ihre Schwanschen wie Hemden ausziehen. Das Mädchen erkannte ihre Brüder und war froh, sie zu sehen. Auch sie waren glücklich, ihre Schwester zu sehen, doch ihre Freude währte nicht lange. »Du kannst nicht hier bleiben«, warnten sie. »Dieser Ort ist für Räuber. Wenn sie nach Hause kommen und dich finden, werden sie dich töten. Aber könnt ihr mich nicht beschützen?« fragte sie. »Nein«, antworteten sie. »Wir können nur eine kurze Zeit jeden Abend menschlich sein. Danach werden wir wieder zu Schwänen.« Das Mädchen weinte und fragte, »Könnt ihr nicht befreit werden?« »Leider nein«, sagten sie. »Die Bedingungen sind zu hart. Du darfst 6 Jahre lang nicht sprechen oder lachen, und in dieser Zeit musst du 6 kleine Hemden aus Sternenkraut für uns nähen. Wenn du auch nur ein Wort sagst, ist all deine Arbeit verloren.« Als die Brüder zu Ende gesprochen hatten, war ihre Zeit um, und sie flogen wieder als Schwäne aus dem Fenster. Das Mädchen war entschlossen, ihre Brüder zu retten, selbst wenn es ihr das Leben kosten würde. Sie verließ die Hütte, ging tief in den Wald, kletterte auf einen Baum und verbrachte die Nacht dort. Am nächsten Morgen sammelte sie Sternenkraut und begann zu nähen. Sie konnte mit niemandem reden und hatte nicht einmal Lust zu lachen. Sie konzentrierte sich nur auf ihre Arbeit. Eines Tages, während sie arbeitete, war der König im Wald auf der Jagd. Seine Jäger kamen zu dem Baum, auf dem das Mädchen saß. »Wer bist du?« riefen sie. Aber sie antwortete nicht. »Komm herunter«, drängten sie. »Wir wollen dir nichts tun.« Sie schüttelte nur den Kopf. Als sie weiterhin Fragen stellten, warf sie ihnen ihre goldene Halskette zu, um ihnen zu gefallen. Doch sie bestanden darauf, also warf sie ihren Gürtel hinunter, dann ihre Strümpfe und gab nach und nach alles, was sie konnte, bis sie nichts mehr hatte als ihr Hemd. Trotzdem kletterten die Jäger auf den Baum und brachten sie zum König. »Wer bist du? Was machst du in dem Baum?« fragte er. Doch sie blieb stumm. Er fragte sie in jeder Sprache, die er kannte, aber sie schwieg. Der König war von ihrer Schönheit bewegt und verliebte sich tief in sie. Er legte seinen Umhang um sie, nahm sie auf sein Pferd und brachte sie zu seinem Schloss. Dort ließ er sie in feine Kleider kleiden, und sie strahlte wie ein heller Tag, doch sprach sie immer noch nicht. Er setzte sie neben sich am Tisch, und ihre Bescheidenheit und Freundlichkeit beeindruckten ihn so sehr, dass er sagte, »Sie ist die, die ich heiraten möchte, und niemand sonst.« Nach ein paar Tagen heiratete er sie. Doch der König hatte eine böse Mutter, die mit dieser Ehe unzufrieden war und schlecht über die junge Königin sprach. Wer weiß, woher dieses stille Mädchen kommt? Sie ist nicht würdig für einen König. Nach einem Jahr, als die Königin ihr erstes Kind zur Welt brachte, nahm die alte Frau das Baby, während die Königin schlief, und beschmierte ihren Mund mit Blut. Dann ging sie zu dem König und beschuldigte die Königin, ein Ungeheuer zu sein. Der König weigerte sich, es zu glauben, und ließ niemanden ihr schaden. Die Königin nähte weiterhin die Hemden und kümmerte sich um nichts anderes. Als sie ein weiteres schönes Baby bekam, benutzte die böse Stiefmutter den gleichen Trick erneut, doch der König glaubte immer noch nicht an ihre Lügen. Sie ist zu gut, um so etwas zu tun. Wenn sie nur sprechen könnte, wäre ihre Unschuld offensichtlich. Doch als die alte Frau das Baby das 3. Mal stahl, konnte sich die Königin nicht verteidigen, und der König hatte keine Wahl, als sie zu bestrafen.
Sie wurde zum Tod durch Feuer verurteilt. Am Tag ihrer Hinrichtung war der letzte Tag der 6 Jahre, in denen sie nicht sprechen oder lachen durfte, und sie hatte die Hemden fertiggestellt, um ihre Brüder zu befreien. Als sie zum Scheiterhaufen geführt wurde, hielt sie die Hemden in ihren Armen. Während sie dort stand und das Feuer angezündet werden sollte, schaute sie sich um und sah 6 Schwäne auf sie zufliegen. Ihr Herz füllte sich mit Freude, als sie wusste, dass ihre Rettung nahe war. Die Schwäne flogen herab, und sie warf die Hemden über sie. Als sie die Schwäne berührten, fielen ihre Schwanschen ab, und ihre Brüder standen vor ihr, stark und gut aussehend. Der jüngste Bruder fehlte der linke Arm, der zu einem Schwanenflügel geworden war. Sie umarmten und küssten sich, und dann wandte sich die Königin zum König, der sehr bewegt war. Endlich sprach sie und sagte: »Lieber Ehemann, jetzt kann ich dir sagen, dass ich unschuldig und falsch beschuldigt bin.« Sie erklärte, wie die alte Frau ihre 3 Kinder genommen und versteckt hatte. Der König war überglücklich, und sie holten die Kinder zurück. Als Strafe wurde die böse Stiefmutter an den Scheiterhaufen gebunden und zu Asche verbrannt. Der König und die Königin lebten zusammen mit ihren 6 Brüdern viele Jahre glücklich und in Frieden. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.